Hallo, willkommen zurück zu Nagarjuna, Arya Nagarjuna. Wir fahren mit Kapitel 11 fort. Kapitel 10 war schwierig. Diese Sache mit dem Feuer und dem Brennholz ist schwierig. Macht das Feuer das Brennholz oder macht das Brennholz das Feuer? Ich freue mich, sagen zu können, dass wir mit einem Kapitel weitermachen, in dem die erste Strophe einfacher ist. Mein Gag. Dieses Kapitel heißt also, Takpa bedeutet auf Tibetisch, Pariksha bedeutet eine Untersuchung. Dann bedeutet, gibt es ein vorderes Ende von Samsara und gibt es ein hinteres Ende von Samsara? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe das Kapitel eine Untersuchung über einen ersten Anfang oder ein endgültiges Ende der Dinge genannt. Gibt es einen ersten Anfang? Gibt es ein endgültiges Ende der Dinge? Darüber werden wir also sprechen. Und ich denke, wenn ihr euch langweilt und tiefer gehen wollt, ist es sehr interessant zu versuchen zu sehen, warum er in dieser Reihenfolge vorgegangen ist. Es scheint, als würde er einfach Zeug raushauen, fast ohne Logik. Aber ich glaube, es gibt eine tiefere Logik. Wenn ihr verstehen könntet, warum die 27 in dieser Reihenfolge sind, in der sie sind, könnt ihr vielleicht den Geist von Nagarjuna irgendwie verstehen. Und noch einmal, Tony Lama, wie ihr euch von der ersten Session erinnert, das war vor 2 Jahren, er mischt einfach alles durcheinander. Er sagt, die richtige Reihenfolge ist Kapitel 18 zuerst und dann... Hier ist die erste Strophe von Kapitel 11. Lass uns über diese erste Zeile sprechen. Sie ist sehr schön. Manta bedeutet ein erster Anfang von Samsara, ein erster Anfang unserer Zeit in diesem Universum. Gab es einen Punkt, an dem du und ich zuerst in dieses Universum kamen? Gab es einen Anfangspunkt von Michael oder Pachi oder Tim oder Rebecca oder Paul? Gab es einen Anfangspunkt? Shutse bedeutet, als sie ihn fragten. Als sie ihn fragten. Wen? Sie fragten Buddha. Als seine Jünger Buddha fragten. She, Anführungszeichen. Gibt es einen ersten Anfang der Dinge? Gab es einen ersten Anfang der Dinge? Shutse. Vergangenheitsform Sh, um eine Bitte zu stellen oder zu fragen. Shutse. Nun, ich finde es faszinierend, dass Sie nicht ihr gesagt haben. Okay, Tim, für 100 Mäuse. Ja. Warum haben Sie nicht zu Buddha gesagt, gibt es einen ersten Anfang der Dinge? Sie sagten, ist der erste Anfang der Dinge erwiesen. Mun, wie Abhidharma. Es bedeutet sichtbar oder manifest. Sie haben Buddha nicht gefragt, gibt es einen ersten Anfang für das Universum oder für unsere Karriere im Universum? Gibt es einen Anfang, das Mun ist, das erwiesen ist? Ja, gut, $100 für Rebecca. Es bedeutet, kannst du sehen, siehst du das? Sie haben nicht gesagt, gibt es einen Anfang? Sie sagten, kannst du deine Augen schließen und für uns nachsehen? Ist es Mun? Ich finde es sehr sexy, dass Nagarjuna dieses Verb gewählt hat. Kannst du einen Anfang sehen? Was bedeutet, gibt es? Aber sie haben nicht gesagt, gibt es. Sie sagten, kannst du einen Anfang sehen? Shutse. Tupa Jinpe, der große Fähige, gemeint ist der Buddha, Mahamuni. Min. Nö. Ich kann keinen Anfang für dieses ganze Durcheinander sehen. Es ist anfangslos. Es gibt keinen ersten Anfang des Samsara-Kreises. Es gibt kein Tame bedeutet auch, es gibt kein Ende.
Das ist etwas, worüber wir reden müssen. Dela. Und dann haben sie gesagt, warum nicht? Und er sagte, nun, nichts hat ein vorderes Ende und ein hinteres Ende und eine Mitte. Fragt mich nicht, ob eure Karriere in Samsara einen Anfang und eine Vergangenheit hatte, einen ersten Anfang und ein erstes Ende. Warum? Weil nichts ein vorderes Ende und nichts ein hinteres Ende und nichts eine Mitte hat. Aber er sagt es nicht so. Er sagt, alles, was kein vorderes Ende und kein hinteres Ende hat, wie kann es eine Mitte haben? Wenn der Ort, wo du hingehst, der Weg, den du gehen wirst, unendlich ist, wenn der Weg, den du zurückgelegt hast, unendlich ist, weiß ich nicht, wo die Mitte ist. Wo willst du die Mitte platzieren? Er sagt, komm schon, wo ist die Mitte? Ich mag dieses Bild von einer Schleife. Irgendwie suggeriert es mir die Schwierigkeit, einen Anfang zu definieren. Ich sah dieses Bild und ich dachte, oh wow, das ist, was ich will. Es gibt keinen Mittelpunkt auf einer endlosen Linie. Lass uns zur nächsten Strophe gehen. Das Ngachi bedeutet früher und später. Aber Chone Lama erklärt, dass Nagarjuna nun zu euren Leben übergegangen ist, euren Lebenszeiten. Es gibt kein früheres Leben und es gibt kein späteres Leben. Es gibt auch keinen Ort. Lenchik bedeutet, wo sich die beiden treffen. Hier bedeutet es, wo sich die beiden treffen. Es gibt keinen Ort, an dem sich alle eure vergangenen Leben auf all eure zukünftigen Leben treffen. Es gibt keinen Ort, an dem du jetzt lebst. Es gibt keinen Ort, an dem ihr in euren zukünftigen Leben leben werdet. Es gibt keinen Ort, an dem ihr in euren vergangenen Leben gelebt habt. Es gibt keinen Treffpunkt zwischen den vergangenen und den zukünftigen Leben. Frag mich also nicht nach einem Anfang. Übrigens, hat er wirklich Nein gesagt? Erinnert ihr euch? Nungmaten Chushi. 14 14 unbeantwortete Fragen. Ich glaube, dies ist eine von ihnen oder zwei von ihnen. Er hat sich geweigert zu antworten. Später dann, als seine Jünger fragten, warum weigerst du dich, die Frage zu beantworten, sagte er, jede Antwort, die ich gebe, werden sie missverstehen. Es ist besser, meinen Mund zu halten. Das gilt auch für Gespräche mit der Presse und solche Sachen. Alles, was du sagst, wird verdreht. Einfach nein, danke. Ich habe dieses andere Bild gefunden, okay, Pachi, von einem Kerl mit einem Seil. Es bedeutet, dass der Anfang fast undefinierbar ist und das Ende ist undefinierbar. Es ist schon in Ordnung. Nein, es ist schlimmer als das. Die Mitte ist ebenfalls undefinierbar. Man kann den gegenwärtigen Moment nicht finden. Es ist schlimm genug, dass eure Leben keinen Anfang haben. Es ist schlimm genug, dass eure Leben kein Ende haben. Aber nebenbei bemerkt, es gibt keinen Ort, an dem du zwischen diesen beiden bist. Das ist der Grund, warum sich das Seil entwirrt. Verstehst du das? Wir machen weiter mit... Es ist eine Art Verleugnung vergangener und zukünftiger Leben, technisch gesehen. Was war also zuerst da? Eure Geburt oder euer Altern und euer Tod? In einem. Was war zuerst da? Deine Geburt oder dein Altern und Tod? Was war zuerst da? Wenn deine Geburt zuerst war und dann kam dein Altern und Tod später, dann solltest du in der Lage sein, eine Geburt ohne Altern und Tod zu haben. Denn im ersten Teil muss es für sich selbst stehen. Wenn man eine Geburt haben kann, ohne alt werden und sterben,
Sorry. Wenn die Geburt vor dem Altwerden und Sterben kommt, dann kann die Geburt eigenständig sein. Sie muss nicht abhängen von Altwerden und Sterben. Wenn du sagst, meine Wiedergeburt in diese Welt kam zuerst, dann bin ich in dieser Welt alt geworden und gestorben. Nein, wenn das so passiert, dann kannst du eine Wiedergeburt haben, bei der du nicht alt wirst und stirbst. Und du könntest geboren werden, ohne zu sterben. Mashiwar. Ohne zu sterben könntest du geboren werden. Denn wenn geboren werden vor dem Altwerden und Sterben kommt, dann könnte man ein Geborenwerden haben ohne Altern und Sterben. Und man könnte leben, ohne alt zu werden und zu sterben. Sind sie voneinander abhängig? Hängt das eine von dem anderen ab? Das ist die Frage. Dann sagt der Typ, er ist ein perfekter Sündenbock. Er gibt immer die richtige falsche Antwort. Er sagt, oh, die Geburt kommt nach Altern und Tod. Und Altern und Tod kommen zuerst. Und dann stirbt man und wird wiedergeboren. Die Wiedergeburt ist also nicht das Erste. Das Altwerden und Sterben kommt zuerst. Dann kommt die Wiedergeburt. Okay, gut. Also am Anfang dieses Prozesses, wenn es nur um das Altwerden und Sterben geht, hängt das von nichts ab. Man kann alt werden und sterben, ohne geboren zu sein. Warum? Geboren werden kommt später. Okay, man kann also alt werden und sterben, ohne geboren zu sein. Warum? Nun, du sagtest, dass geboren werden später kommt. Er kann seine Geschichte nicht ändern. Er kann nicht sagen, dass man geboren wird, bevor er alt wird und stirbt, weil er sagte, dass geboren werden danach kommt. Verstanden? Er fing an mit geboren werden kommt zuerst und das Altwerden und Sterben später kommt, aber dann gab es ein Problem, dass man geboren wäre und nicht sterben könnte, weil es von selbst kommen würde und dann hätte man es. Wir haben hier eine Geburt. Ich habe nach einem Baby gesucht, das geboren wird. Da ist er, mein Enkel, Maitri. Eine Geburt mit einer Geburt würde keinen Tod haben. Eine Geburt, die nur eine Geburt war, hätte keinen Tod. So ist er übrigens herausgekommen. Er sieht schon aus wie der Denker von Rodin. Hast du das schon mal gesehen, Pachi, in Paris? Rodin, sein Nachlass, das ist großartig. Das war Maitri. Nächste Strophe. Dann wieder der Typ. Er versucht, aus den Problemen herauszukommen. Und er sagt, weißt du was? Man wird geboren und wird alt und stirbt zur gleichen Zeit. Sag nicht, dass das eine vor dem anderen kam, denn wenn du sagst, dass das eine vor dem anderen kam, gibt es all die Probleme. Dann würde das eine vor dem anderen, das von dem anderen abhängt, nicht von dem anderen abhängen. Also, ich sage euch was, beide zur gleichen Zeit. Du wirst geboren und stirbst gleichzeitig. Dann sagt Nagarjuna, das ist nicht richtig. Dann kommt ein Baby aus dem Mutterleib und würde in dem Moment sterben. Nicht möglich. Da keiner von beiden zuerst da war, wären sie beide ohne Ursache. Es gäbe kein Geborenwerden, bevor man alt wird und stirbt. Es gäbe kein Altwerden und Sterben, das dich wiedergeboren hat, denn sie würden zur gleichen Zeit geschehen. Daher wäre beides ohne Ursache. Übrigens, immer wenn etwas ohne Ursache ist, gibt es ein Problem. Warum? Es kann immer und überall auftauchen. Oh, schau mal, da ist der Tod. Oh, schau mal, da ist das Altern. Es würde passieren. Bup, 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 überall um dich herum. Kann man geboren werden und sterben zur gleichen Zeit geschehen? Bild? Ja, ich weiß es nicht. Lasst uns zum nächsten springen. Veronica schaut mir über die Schulter. Was machst du mit diesem Bild? Vergiss es.
Sie hat vor langer Zeit aufgegeben, versuchen herauszufinden, warum ich den ganzen Tag damit verbringe, seltsame Bilder zu finden. Okay, nächstes Bild. Das ist sehr, sehr, sehr interessant für mich. Schau, also kann die Geburt nicht kommen, bevor man alt wird und stirbt. Richtig? Richtig. Das Altwerden und Sterben kann nicht vor dem Geborenwerden kommen. Das stimmt. Wir sagten, sie können nicht zur gleichen Zeit passieren, richtig? Richtig. Sie sind also Misipa, richtig? Was ist Misipa, Tim? Erinnerst du dich? Sie sind also unmöglich, oder? Der Typ sagt, ja, sie sind unmöglich. Dann sagt Nagarjuna, nun, warum zum Teufel hast du über das Geborenwerden geredet und über das Sterben und das Altwerden? Chichir, warum denkst du dir diesen Mist aus? Jupa bedeutet, jetzt müssen wir über Jupa sprechen. Jupa bedeutet, warum hast du dieses ganze Zeug erfunden? Warum denkst du dir immer so komisches Zeug aus? Oh, zuerst wurde ich geboren, dann wurde ich alt und tot. Nein. Oh, ich wurde alt und tot und dann wurde ich wiedergeboren. Nein. Oh, es passierte zur gleichen Zeit. Nein, nein, nein. Warum denkst du dir dann immer dieses seltsame Zeug aus? Also, seltsames Zeug, an seltsames Zeugdenken, dafür gibt es ein besonderes Wort, Jupa. Und ich wollte darüber sprechen, weil es für mich sehr interessant ist. Was ist das Sanskrit-Wort dafür, sich seltsame Dinge auszudenken? Was ist das Verb? Wir gehen zum Sanskrit über, das ist Prapancha. Und es ist seltsam, du wirst dich nicht damit wohlfühlen. Es ist schwer zu finden. Es gibt eine Menge Dinge, die es sein könnten. Pra bedeutet vorwärts, wie der Bug eines Bootes oder eine proud, stolze Person oder vorwärts. Der Pra-Teil ist also einfach. Der schwierige Teil ist Panch. Es kann mehrere Bedeutungen haben. Was ist Pancha? Ja, Panch bedeutet Feuer. Pancha bedeutet Feuer. Daraus wurde dann das deutsche 5. Punch ändert sich zu 5 und dann kam es ins Englische als 5. Was heißt das auf Spanisch? Cinco. Oh, dann vergesst das. Das ist eine merkwürdige Sache, die wahrscheinlich bedeutet, dass es vorher Quanch war. Aber das ist eine lange Geschichte. Also, Prapancha. Ich nehme an, dass es so ist. Schau. Und die vielen kommen von einem. Warum denkst du dir dann immer wieder etwas aus? Warum denkst du dir immer wieder etwas aus, wenn da nichts ist? Warum Chupa? Chupa bedeutet das auch. Oder Pach. Kennt ihr Pach wie Pachi? Das Verb in Sanskrit, Pach bedeutet kochen, etwas kochen. Früher war es Pekwa und das wurde dann in Küche und Cucina und Vipaka. Vipaka bedeutet, wenn dein Karma gekocht wird. Das bedeutet karmische Reifung. Das Sanskritwort für karmische Reifung ist Superkoch, Vipaka, Vipach. Dieses Kochen kann auch das Gefühl haben, als würde man das Geschirr auf den Tisch stellen, wie eine Mahlzeit für eine Person herzurichten. Also nochmal, es ist diese Idee von, warum hast du dir dieses Festmahl ausgedacht? Warum erfindest du immer wieder Geburt, Altern, Tod? Warum erzählst du mir das immer wieder? Warum erfindest du immer wieder solche Sachen, wie das Präsentieren einer Mahlzeit? Ja, das auch. Es gibt eine andere Bedeutung des Sanskrits, die heißt Pek. Und Pek in indoeuropäisch bedeutet hübsch sein, schön sein. Und es kommt von einem Verb für Schafe kämmen und sein Haar zu kämmen und sich schön zu machen. Das heißt also auch Pek. Pek bedeutet auch, dass man Haare von einem Schaf ausreißt, und, um ein Schaf schön zu machen. Und dieses Pek wurde zum Wort Fight, Kampf. Deswegen gibt es ein GH in Fight, was bedeutet, jemanden die Haare zu ziehen. Und es gibt eine Art von Schale namens Pektin.
das wie ein Fächer aussieht. Also noch einmal, du bekommst diese Idee von die Realität von einem einzigen Punkt aus zu erschaffen, in vielen verschiedenen Versionen. Warum diskutieren wir über dieses Verb? An seltsame Dinge denken? Ja, Nagarjuna sagt, komm schon, ich habe es satt. Hör auf zu picken, hör auf. Lass es, okay? Warum denkst du dir ständig diese verschiedenen Dinge? Ja, und wenn Samsara einen Anfang hat, dann wird Samsara ein Ende haben. Und in Samsara, hör auf, dir irgendeinen Mist auszudenken, okay? Das tut es nicht. Das ist alles deine Patsch. Okay, Ende der Sanskrit-Lektion. Der Unterschied zwischen etwas aus nichts zu machen und etwas aus etwas zu machen, das hier ist ein Zauberer. Ich habe dieses Bild gewählt, weil es einen Chirpa gibt, der legal ist. Nagarjuna beschuldigt den Kerl, dass er falsche Dinge erfunden hat. Beginn der Dinge, Ende der Dinge, Mitte. Hör auf, Sachen zu erfinden. Aber wenn du Nagarjuna bist, dann sagst du, aber nebenbei bemerkt, du erfindest immer Dinge. Ja, aber zumindest wenn du weißt, dass du tust, denkst du dir das nicht so schlimm aus. Also ja, wir erschaffen die Realität. Und es gibt ein Verb im Tibetischen, Risuchepa, das bedeutet Haare trennen. Was bedeutet, die Realität zu definieren. Und das tust du auch. Du bist Pekka, Pachi, du erschaffst die Realität. Du zeichnest Linien und alles, das ist der Punkt, an dem Tim anfängt. Hier fängt Tims Computer an. Du machst diese Linien. Aber das ist nicht das, wovon ich rede. Ich spreche von einem menschlichen Bedürfnis zu sagen, dass es einen Anfang eurer Leben gab und dass es ein letztes Ende gibt. Das gibt es nicht. Dein Geist geht unendlich weiter. Und er hat keinen Anfang und kein Ende. Und philosophisch gesehen kann man den gegenwärtigen Moment nicht finden, obwohl es sich so anfühlt, als gäbe es einen. Nächste Strophe. Wenn ihr noch nicht verwirrt seid, habt ihr nicht zugehört. Schau, Korwa Bashik bedeutet, es ist nicht nur Samsara, das das Problem ist. Bashik bedeutet nur, letztes Kapitel, das Yoga Sutra, $50. Es heißt Bashikpa, der Einzige, Kaivalya. Das älteste Yoga-Zentrum in Indien wird Kaivalya genannt. Das Zentrum für den einen und einzigen Anfang aller Dinge oder so ähnlich. Kaivalya. Es wurde ein Synonym für Leerheit im Yoga Sutra. Das einzigartige Bashik. Was macht das hier, Geshe-la? Hör auf, dich ablenken zu lassen. Korwa Bashik bedeutet, schau, es ist nicht nur Samsara, das keinen Anfang und kein Ende hat. Masse bedeutet, es ist nicht nur das. Man kann nicht auf eine erste Ursache hinweisen. Man kann nicht auf ein Endergebnis hinweisen. Man kann nicht auf ein erstes mentales Bild von etwas hinweisen. Und man kann nicht auf das erste Ding hinweisen, das zu diesem mentalen Bild passt. Definition und Definiendum. Du kannst nicht auf das erste Gefühl hinweisen, das jemals empfunden wurde. Du kannst nicht auf das erste Gefühl hinweisen, das jemals gefühlt wurde. Jedes Gefühl fühlte etwas. Alles, was gefühlt wurde, kam von einem Gefühl davor. Dönye bedeutet etwas, das eine Bedeutung hat, aber es bedeutet substanziell oder etwas Konkretes. Du kannst nicht auf etwas im Universum hinweisen. Es gibt keinen Anfang für irgendeine Erfahrung im Universum. Vergesst es.
Nagarjuna sagt, fragt mich nicht. Fragt Buddha nicht, ob deine vergangenen Leben einen Anfang hatten. Warum eigentlich? Denn wenn man sich den Finger verletzt, hat er auch keinen Anfang. Also vergiss dein Universum. Bohr in deiner Nase. Sie hatte auch keinen Anfang. Er sagte, hör auf, mich zu fragen, hör auf, dieses Zeug zu erfinden. Also dieser Vers handelt von, schau, Samsara hatte keinen Anfang, aber Ursache und Wirkung auch nicht. Auch nicht die Definition, auch nicht die Empfindung. Nichts hat einen Anfang. Das ist Nagarjuna. Wann war das erste Mantra? Wann hat das Mantra begonnen? Wann hat der Krebs begonnen, der durch das Mantra geheilt wurde? Wenn du diese Dinge nicht verstehst, wird es nicht so gut funktionieren. Okay. Aber es ist zu schwierig, diese Dinge zu verstehen. Oder meine Großmutter wird es nie verstehen, Geshe-la. Lass sie einfach die Mantras singen. Das ist in Ordnung. Wenn deine Großmutter 95 ist, ich habe eine Dame, um die ich mich kümmere. Das ist unser Gespräch. Ich sage, hallo, wie geht es dir? Sie sagt, Mike, wie geht es dir? Ich sagte, gut. Sie sagt, was treibst du so? Ich sage, du weißt schon, ich habe Sachen gefilmt mit Pachi und Tim. Und dann wird sie sagen, oh, das ist schön. Oh, Mike, was machst du denn heute so? Und sie wird mir einfach die gleiche Frage stellen, immer und immer wieder. Das ist interessant. Veronica und ich haben ein Buch gelesen über, wie man älteren Menschen antwortet. Es sagt niemals, dass du mich das heute schon 10-mal gefragt hast, weil sie sich schlecht fühlen, weil sie alt sind und sich an nichts mehr erinnern. Werde also niemals ungeduldig, antworte einfach nett. Dann sagt dieses Buch, wie nett du antwortest, ist ein Zeichen für deine geistige Gesundheit. Du kannst dich verändern und es interessanter machen. Oh, ich und Pachi sind Pizza essen gegangen und wir hatten einen. Und dann beim dritten Mal, wenn sie fragt, kannst du sagen, oh, ich und Rebecca kamen aus LA. Und sie sagt, wow. Also warum ich das sage, weiß ich nicht mehr. Lehr deiner Oma nicht Mantras? Ja. Wenn jemand so weit weg ist, ist das okay. Bring ihnen einfach Mantras bei, sag ihnen, sie sollen das Mantra singen. Versuche nicht zu erklären, wie das Mantra funktioniert. Ich glaube, wenn eine Person über 95 ist, muss man das Mantra nicht erklären. Meiner Meinung nach sollte man vorher immer das Mantra erklären, weil es dann besser funktioniert. Also, wenn Ihr Verstand nicht so weit weg ist, übrigens auch ein 95-Jähriger, wenn man versucht, ihm die Leerheit zu erklären, kann man ein paar wirklich sexy Ergebnisse erzielen. Meine Mutter, meine Stiefmutter, als ich sie besuchte und ich sagte, nun lass uns zum Mittagessen gehen, sagte sie, ich kann nicht. Und ich sagte, warum? Sie sagte, ich habe einen Yogakurs. Ich so, was? Du machst Yoga? Und sie sagte, sie ist 94, richtig? Ich sagte, wow, das ist so toll, Mama. Ich wusste nicht, dass du Yoga machst. Sie sagte, ich mache schon 30 Jahre Yoga, jeden Tag. Und ich so, oh meine Güte, das wusste ich nicht. Wie hast du mit Yoga angefangen? Du hast mich meine erste Stunde unterrichtet. Du hast das gemacht. Ich habe nie wieder aufgehört. Ich wusste es einfach nicht mehr. Es kann auch eine Überraschung sein. Du kannst versuchen, die tiefere Bedeutung zu erklären, wie das Mantra funktioniert. Die einzige Person, der man es nicht erklären kann, ist, wenn sie 100 Jahre alt sind oder so. Aber jeder andere wird von einer Erklärung profitieren, was es mit dem Mantra auf sich hat. Kein Anfang, keine Mitte für all diese Dinge. Wir haben ein Unendlichkeitszeichen. Es ist nur, um den Unterricht für euch interessanter zu machen. Es sieht aus wie ein Auto, richtig? Aber versuch nicht, den Startpunkt zu finden. Versuch nicht, deinen jetzigen Standort zu finden. Es gibt keinen, aus sich selbst heraus. In Ordnung, gehen wir weiter. Oh, mein Gott. Wir haben den Kurs beendet. Ist das möglich? Das war ein kurzer. Übrigens, das ist das ganze Kapitel. Ja, das ist alles.
Das war's schon. That's all. Don't try to find it. Versuch nicht, es zu Look, finden. Schau. do your past lives have a beginning? Haben deine No. vergangenen Leben Do einen your Anfang? past lives Nein. have a Haben deine final vergangenen Leben ein No. endgültiges Ende? Nein. Why are Warum we reden wir talking about darüber? that? Because Weil nothing sonst else has auch a nichts beginning. eins hat. This class Diese doesn't Klasse have hat kein Ende. Diese This class Klasse hat doesn't keinen have a Anfang. beginning. This Diese class Klasse hat doesn't keine have Halbzeit von ihrer eigenen Seite halfway aus. point. Wenn diese Klasse From its own wenn du side. diese Klasse If you plötzlich see enden this siehst, class dann end liegt das suddenly, daran, dass deine Samen aufgebraucht it's sind. because yours Nichts hat starts ein eigenes Ende. Nothing Nichts hat has an einen end eigenen of its own. Anfang. Nothing has a beginning.